reaching for it. Du fragst mich, ob ich ein Auto aus Deutschland nach Amerika schicke und dann damit auf die SEMA Show gehe. Okay, ich bin dabei, habe ich gesagt. Alles klar, welches nehmen wir? Ich bin ein Mensch, ich mache das einfach so gern, weil ich Spaß dran habe. Ich gehe gerne zur Arbeit, ich gehe gerne zu meiner Familie, ich gehe gerne zu meiner besseren Hälfte. Ich habe gerne meine Freunde um mich, weil ich einfach es will. Und so möchte ich es auch mit den Autos machen. Wenn ich was mache, will ich Lust dazu haben und will ich Spaß dazu haben. Und ich will nicht in meine Halle reinkommen wollen, die Türe aufmachen und sagen, ich bin jetzt schon wieder da. Nee, ich möchte einfach Spaß dran haben. Ich glaube, wenn du das nicht hast, dann solltest du das gar nicht anfangen. Egal was im Leben. Der ausschlaggebende Punkt war oder ist mein Bruder. Der ist älter wie ich. Der hatte damals sich einen Golf 2 von meinem Vater und von meiner Mutter geschenkt gekriegt. Richtig cooles Auto. Hat er schön umbauen lassen, das Auto. War richtig cooles Ding. Und dann hat er sich klauen lassen, das Auto in Italien. Und dann habe ich ganz schön nachgetrauert im Auto. Und seitdem war das immer irgendwie für mich, ich möchte selber an Autos umbauen wollen. Selber. Nicht irgendwo das Auto hinbringen müssen, wollen, dürfen, sondern einfach, ich will es selber umbauen. Ich bin der Damiano, komme aus Stuttgart, bin 46 Jahre alt und bin der Italo-Schwabe schlechthin. Sauerkrauts. The authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Also angefangen war es 97, da habe ich ja meinen Führerschein gemacht. 97, dann habe ich mein Fiat Uno, 45 starke PS. Da ging einfach gar nichts. Egal welchen Gang, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang, war einfach tote Hose an dem Auto. Und da habe ich dann angefangen, Federn, Felgen, alles Mögliche, so viel wie möglich zu machen an dem Auto. Und es gab auch damals schon nichts für dieses Auto. Und dann habe ich bemerkt, hey, probier doch einfach mal selber was zu bauen, selber es umzubauen und selber irgendwas zu produzieren, zu machen einfach. Weil damals hat ja jeder einen Golf gefahren, dann hast du was gebraucht, hast schwarze Blinker gebraucht, bist zum D&W-Händler gefahren und hast dir irgendwelche Impro-Scheinwerfer gekauft, Blinker oder was auch immer. Und für einen Fiat Uno gab es halt entweder nur die Farbe, Spraydose, oder hast halt nichts gehabt, auch in Italien nichts. Und das hat mich dann so, schon war da der Ansporn für mich da, dass ich einfach sage, hey, ich will was machen, wo keiner hat und keiner machen kann vielleicht. Und so ging es dann immer peu à peu für mich los. Also 97 ging immer mehr und immer mehr. 2000, jetzt muss ich gerade überlegen, 2002 war es, hat mich ein Freund gefragt, hey, hör zu, ich habe Bock, eine Werkstatt aufzubauen, hast du nicht Lust mitzumachen bei mir? Ich importiere Chromfelgen aus Amerika. 2002 war so dieses Jahr, wie hießen die in Amerika auf MTV? Wie war das? Pimp My Ride? So in der Art, also da war 17 Zoll Chromfelgen, das war ja der totale Trendsetter. Und dann mit Spinner-Wheel, heißt es Spinner-Wheels, gell? Spinner-Wheel war richtig cool, war eine tolle Zeit. 2002 ging es dann los und da habe ich dann gearbeitet bis 2017. 2017 habe ich da gearbeitet, war eine lange Zeit und das hat mich extrem viel geprägt. Hat mir viel gezeigt, was überhaupt Leben bedeutet, was bedeutet, wenn du Freunde hast, wo dir helfen, wo dich unterstützen.
ob im Geschäft oder auch im Privaten, egal wie, aber das hat so, diese Zeit hat mich ganz arg geprägt, weil das hat gezeigt, du kannst was, du musst was können und du willst was können. Und das war eine schöne Zeit für mich, wirklich schöne Zeit. Und da haben wir auch viele, viele Autos gemacht, angefangen mit den Luftfahrwerken. Das war auch unsere Zeit, wo wir da angefangen haben, die Luftfahrwerke zu machen. Nur mit einem Ventil, da bist du in die Straße gefahren, kommst aus der Linkskurve raus und bist so rausgekommen aus der Kurve. Denkst du, was ist denn hier kaputt oder so. Das war einfach eine ganz, ganz, ganz andere und wilde Zeit. Wilde Zeit, ja. Der graue, der ist ja von meinen Eltern, genau. Den hat mein Vater 1990 neu gekauft. Niegelnagelneu. Ich hatte den Uno, dann hatte ich nochmal einen Uno, einen 75 PS Uno. Der war eine Rakete eigentlich, der war richtig gut. Und dann waren noch ein paar andere Autos dazwischen, ja. E39, den habe ich mir 2004 gekauft. Schöner Touring, Innenausstattung schön in grün, alles machen lassen. Ja, und das ist eigentlich auch ein schönes Auto. Muss ich mal wieder fahren, aber nie die Zeit dafür. Und ja, noch ein paar, dazwischen waren noch ein paar andere Autos. Und der E30, der ist so mein Herzstück. Kommen wir wieder zum Thema mein Bruder. Der hat das Auto, mein Vater hat es 1990 neu gekauft und ich glaube so 98, 99 hat es mein Bruder bekommen. Mein Vater hat ein anderes Auto sich geholt und hat es mein Bruder bekommen, das Fahrzeug. Und dann hatte mein Bruder keine Lust mehr auf das Auto. Und eigentlich wollte er ihn verkaufen. Ich habe gesagt, nee, komm, ich nehme den. Und dann habe ich den für ein Winterauto auch gefahren sogar. Also jeden Tag mit dem Auto hin und her gerutscht. Und dann hatte ich auch keine Lust auf das Ding. Dann stand der eine Ewigkeit in der Garage. Einfach nichts gemacht. Meine Mutter hat ihn damals ein bisschen tiefer legen lassen vom Kumpel. Und das war es eigentlich. Und irgendwie Stück für Stück hat man gemerkt, man hat ja doch was Schönes hier. Obwohl es nur ein 316er ist. Also ich habe nicht mal ein Drehzahlmesser, da ist immer noch eine riesen Uhr, die ist jetzt noch so, weil es für mich einfach eine Hommage ist an meinen Vater. Der hat einmal gesagt, die Uhr, die ist so groß, weil ich nichts sehe. Dann lassen wir das so. Und das ist auch jetzt noch nach dem Motorumbau. Aber zurückzukommen, habe ich einfach Stück für Stück immer an dem Fahrzeug immer was verändert, immer was verändert. Und jetzt ist einfach mal Ruhe. Das Auto, so wie es jetzt ist für mich einfach perfekt. Ich will nicht mehr, nicht weniger an dem Fahrzeug machen. Der markanteste ist wirklich der Motor, ein 318 IS. Und dann haben wir noch einen Kompressor drauf gemacht vom Mini Cooper. Das war eigentlich der aufwendigste Umbau, genau. Interieur haben wir ein bisschen dezent gehalten, also alles schön in Rot und in der Innenfläche schön in Kord. Das ist so eine Erinnerung immer an meine Oma, die hatte ein Sofa, wo ein bisschen mit Kord war. Und ich hole mir immer ein bisschen was mit Erinnerung. Die Erinnerung, habe ich das Auto, das ist einfach die Erinnerung an meine Eltern. Habe ich das mit dem Stoff, denke ich immer an meine Oma. Da ist immer ein Bezug, ich bin ein Mamakind, das ist ganz arg wichtig. Wenn ich meine Mutter nicht höre, 3-mal oder 4-mal am Tag, ist nicht gut für mich. Die Leistung habe ich mir, glaube ich, dezent gehalten. Also wir sind so um die 200, 220 PS. Also ist jetzt nichts, kein Überflieger. Da habe ich mich einfach überreden lassen von einem sehr guten Freund, Mr. X. Name darf ich nie erwähnen von ihm. Der hat mich da schon überredet, hat gesagt, wir machen da jetzt was. Ich so, nein, ich will den 316er drin. Nee. Ja, okay, haben wir gemacht. Es ist ein dezenter Umbau. Soll auch so sein. Meiner Abschlussprüfung als Karosseriebauer durfte man sich was frei entscheiden, was man da machen darf. Und da habe ich den Kofferraumdeckel mitgenommen. Also mein Bruder hat das Auto gebracht, Kofferraumdeckel abmontiert, in die Prüfung rein und da habe ich mir ein drittes Bremslicht eingearbeitet. Und das war dann so in der Abschlussprüfung. Und das war eigentlich auch ein cooles Erlebnis. Durfte man sich ja raussuchen, warum dann nicht, ne? Das Auto, so wie es jetzt da steht, der 99% der Umbauten, das ist schon, was haben wir jetzt, 2025, das ist schon über 10 Jahre her. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das gestern gemacht habe, sondern das ist wirklich schon sehr, sehr alt. Und ich bin
überglücklich und überhappy, wenn ich einmal im Jahr das Auto bewege, dass immer alles funktioniert. Also Standautos gleich Kaputtautos, leider ist so. Umso mehr sie stehen, umso mehr gehen die Autos immer ja kaputt. Aber funktioniert einwandfrei. Und damals, wo ich den gemacht habe, was hat man da gemacht? Ich wollte ein bisschen Car-Hi-Fi haben, dezent. Und da war mein sehr guter Freund vom Magnat, der gesagt, hey, ich tue dir da was geben, tu das mal schön einbauen, dann können wir ein paar Werbebilder machen für Magnat damals. Dann haben wir das schön ein bisschen eingearbeitet und die Kupferleitung, ich hatte nichts anderes übrig. Dachte ich mir, komm, nimm halt die Kupferleitung und dann habe ich die mit rein. Also ein bisschen alles schön hängend, also schwebend gemacht, so dass es einfach aussieht, wow, wo ist es denn überhaupt fixiert? Aber es war damals die Zeit, würde ich jetzt nicht mehr machen, habe ich im Cabrio so nicht gemacht, im Cabrio eher anders in der jetzigen Zeit. Boah, der E30 Cabrio, ich mag ja gar keine Cabrios. Aber da Ralf noch ein bisschen warten muss auf sein PT, ich gucke jetzt mal irgendwo hin, wir wollen es ja nicht laut sagen, kam das dann so zustande, dass unsere beste Freundin Marumi aus Taiwan, die reproduzieren Teile, Ersatzteile, alles rund um den BMW E30, alles was du brauchst. Und er hat mich gefragt, hey Dami, wir brauchen ein ganzes Auto. Okay, und dann? Ja, das müssen wir nach Taiwan schicken. Okay, Amerika habe ich schon gemacht, habe ich gesagt, aber Taiwan ist mir jetzt was Neues, machen wir. Gesagt, getan, habe das Auto gefunden im Netz, habe das Auto von einem netten Herr in Esslingen bei uns abgekauft. Der hatte das wiederum von seiner Oma, glaube ich, geschenkt gekriegt zur Hochzeit und konnte damit nichts anfangen. Das Auto kommt ursprünglich aus Spanien und war vom Preis her gut, Zustand okay, kein Rost. Dachte ich mir, okay, fangen wir an. Haben wir das Auto dann ein bisschen sauber gemacht, haben wir dann anmelden müssen, das Auto auf uns, also auf Deutsch, und dann wieder abmelden und dann konnten wir es dann wegschicken und dann ging es irgendwie nicht mehr. Und dann war es auch noch so teuer, dass sie gesagt hat, das lohnt sich nicht mehr. Ich so, was machen wir dann jetzt mit dem Auto? Jetzt ist das Auto hier. Dann sagt sie, ja, schick mir einfach die ganzen Ersatzteile. Wie Stoßstangen, Kotflügel, Leisten und Dichtung und keine Ahnung. Also es war ein immensen Aufwand, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, wie soll man dir das alles schicken? Haben wir dann hingekriegt, alles nach Taiwan geschickt und das Auto stand jetzt fast 2 Jahre zerlegt bei uns in der Garage und irgendwie dachte ich mir, oh, schon schade eigentlich. Der Ralf fährt immer so gerne Cabrio und irgendwie haben wir eins und wir können es nicht fahren. Dachte mir, komm, ich mache ein bisschen die kleine Überraschung. Ich organisiere die ganzen Teile, habe mit Marumi gequatscht, habe jetzt die Teile reproduziert, haben sie dann angefangen, also an dem Auto sind auch viele Prototypenteile dran und dann habe ich mir mal die Zeit genommen und habe das Auto zusammengebaut, lackieren lassen von meinem besten Kumpel, der Yassin. Und irgendwie beim Umbau dachte ich mir, ja, aber weiß, wieder nur normale Stoßstangen, habe ich echt keinen Bock drauf, das bin ich auch nicht. Dann habe ich dann geguckt, wir haben noch schöne US-Stoßstangen da, die hat mir der Igor aus Amerika geschickt. Dann den Original BMW-Bumper unten, den Spoiler unten, den hat er mir geschickt. Da dachte ich mir, komm, machen wir ein bisschen US-Flair, so ein bisschen Miami Vice, obwohl es ja nicht Miami Vice ist, aber so ein bisschen diesen Miami-Flair. Und dann ist dann das draus geworden, was du jetzt oder was man jetzt im Hintergrund sieht, ist dann das draus geworden. Einfach schlicht, schön und komplett anders. Das finde ich einfach das Schöne dran. 50% mögen das Auto, 50% nicht, ist mir aber auch egal, weil ich habe es für mich, für uns gebaut. Alles andere ist mir echt egal. Schmale Räder, keine übertriebene Reifen drauf, innen den Interieur in Vanille gehalten. Das ist natürlich super empfindlich. Du hockst dich mit der Jeans rein, dann hattest du Vanille, dann hast du Vanille mit, weiß ich nicht, mit Jeansgeschmack oder so, ich weiß es nicht. Also ist auf jeden Fall ein cooles Auto geworden, definitiv. Ja, Felgen sind natürlich was ganz, ich glaube auch aus 2000er Zeit. Das sind der von OZ, der war super nett, weil ich noch das Gutachten gebraucht habe. Da sagt er zu mir, Sie haben Renault-Felgen. Ich so, keine Ahnung, das ist OZ. Ich finde sie schlicht, ich finde sie einfach, gefallen mir, haben sie mir das Gutachten draus geschickt.
Einfach schlicht und einfach eine OZ-Draht. Fertig. Und Fahrwerk ist ein Airlift, weil es ja mittlerweile fertige Fahrwerke gibt, wo man kaufen kann. Bei meinem grauen E30 habe ich es ja komplett selber gebaut, nur für Showzwecke, und hier ist ja von Airlift. Also das Fahrwerk und die Steuerung ist von AccuAir. Kofferraum ist natürlich wieder, musste ich mir ein bisschen verwirklichen. Weißer, schöner Airride-Tank drinnen mit dem neuen AccuAir-Würfel, also die Steuerung, alles dezent gehalten, weil wenn wir dann in den Urlaub fahren, wollen wir auch noch eine Tasche hinten reinlegen. Lenkrad, was wir ja da drin haben, eigentlich auch so diese 2000er Zeit. Weil hätte ich da jetzt ein Lederlenkrad reingemacht, das wäre dann in 10 Minuten schwarz gewesen. Also ich habe geguckt, dass man einfach so diese alte Zeit und dieses alte Flair ein bisschen mit sich zieht. Interieur habe ich natürlich die AccuAir, das Panel, haben wir schön aus dem 3D-Drucker was machen lassen von einem sehr guten Freund von mir. Und die Anzeige ist im Cockpit drinnen, also in der Instrumententafel ist es da drin. Das ist einfach schlicht. Man soll es erkennen können, aber nicht gleich auf den ersten Blick. Okay, was hat es mit dem Touring an sich? Ich will mich da verwirklichen. Das ist wirklich so ein Projekt, einmalig. Es gibt schon viele E30 Touring auf M3 umgebaut als Viertürer. Es gibt E30 Touring M3 als Zweitürer, also da ist die Originaltüre beibehalten und dann wird nur eine Seitenwand draufgeschweißt. Dann ist die Türe hinten nicht mehr funktionsfähig. Aber so wie ich das jetzt hier baue, hat es noch keiner gemacht. Das heißt, ich habe jetzt die Original-Seitenwand, die Länge beibehalten und habe die vordere Türe von einem Zweitürer verbaut. So hat das noch keiner gemacht. Mit dem Motorumbau, da ist ein V8-Motor drin vom E39. Fahrwerk wieder Eigenbau. Wir machen noch eine Cabrio-Türe rein, weil das hat auch noch keiner gemacht. Heck ist umgebaut auf Limousine. Das hat schon einer in England jetzt auch gemacht, habe ich gesehen. Finde ich eine tolle Sache, weil beim Touring geht ja die Kennzeichenmulde geht ja mit hoch. Das hat mich immer gestört. Da habe ich gesagt, nee, wir machen ein Heckblech, machen wir jetzt von der Limousine ran, sägen den Kofferraumdeckel ab und dann hast du einen geilen Effekt einfach. Und das ist so eine Verwirklichung, wird noch dauern, weil es einfach Leidenschaft und Liebe. Du musst diese zwei Sachen haben. Wenn du diese Sachen nicht hast, wenn du die Leidenschaft nicht hast, wenn du eine Pause brauchst, dann ist es so. Aber es ist ja, wie gesagt, für mich. Aber die Pause, die muss man sich geben, einfach, weil wenn du das durchziehst und irgendeinen Schrott machst, wo nachher irgendwie nicht mehr funktioniert, was denkst du, wie viel Kohle du da versenken tust? Man braucht die Zeit, es ist so. Und wenn das Ding fertig ist, dann bin ich echt stolz auf mich selber dann auch, ja. Ja, der besonderste Moment bis jetzt in meinem Leben war das mit meinem, was ist das für eine Fliege jetzt hier? Das Besonderste war wirklich mit dem Artcar, wo wir haben. Um die 2010 rum habe ich einen E30 Touring 318 über eBay Kleinanzeige für um die 350 € ersteigert. Wahnsinn Sportsitze drin, M-Technik 2 Lenkrad, wo du jetzt alleine 500-600 € dafür zahlst, wo ich jetzt wiederum ja im Grauen drin habe. Haben wir mit Low Budget ein bisschen umgebaut, das Fahrzeug, ein Luftfahrwerk rein, ein paar schöne Räder drauf und dann bin ich ein paar Jahre so mit dem Auto Sommer wie auch Winter gefahren. Und dann kam ein sehr guter Freund aus Stuttgart, die haben Kunst im Club, nennen sich die bemalen irgendwelche Wände mit ein paar Künstlern zusammen. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht ein Auto hätte, wo wir auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart auf dem Vasen sprayen dürfen. Da habe ich dir das angeguckt, ich so, ich habe kein Auto. Ich so, ja, eigentlich doch, weil ich wollte den Kombi verschrotten lassen. Dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, nimm das Ding, tu es einfach ansprühen und gut ist. Was muss ich vorbereiten? Und der so am besten anpetten, dass es schon matt ist. Bringst dann an Cannstatt auf den Stuttgarter Vasen und tu musst dann dort abkleben und dann siehst du dann. Okay, gemacht, getan, Auto hingebracht, Auto abgeklebt und so. Alles auf Paletten gestellt, das Fahrzeug.
Und dann waren die 2 Graffiti-Künstler da und habe ich gesagt, ey, welche Farben und so macht ihr? Und dann hat er mich gesagt, ja, welche Farben magst du denn oder magst du nicht? Ich so, was ich auf jeden Fall nicht mag, ist Gelb, Blau, Rosa, Rot und nochmal eine Farbe, weiß ich jetzt nicht mehr. Und der Rest ist mir dann egal. Lange Rede, kurzer Sinn, am nächsten Tag war Hip-Hop oben. Das war 2015 müsste das gewesen sein, oder 2016 war das. Ich komme dann abends dorthin auf den Vasen und denke mir, Alter, hat der jetzt mich falsch verstanden? Der hat genau die Farben genommen, was ich nicht mag. Und dann habe ich das Auto gesagt, das Ding sieht mich keiner. Mit dem Auto sieht mich keiner. Und dann habe ich das Auto genommen, direkt in die Garage gestellt und dann stand es fast ein Jahr dort. Und dann kam Peter Hinze vom Verlag Speed oder Tuning und hat zu mir gesagt, hey, du hast doch so ein Auto, mach doch was Schönes draus. Da gibt es diese Art Cards von BMW und so. Ich sage, boah, nee, die Farben gehen ja doch, mach. Und dann haben wir ein bisschen mehr draus gemacht. Das heißt, ein paar schöne Ricardos reingemacht. Armaturenbrett habe ich beflocken lassen, Mittelkonsole, so ein bisschen im Race. Optik habe ich dann von Debilas Einzeldrossel drauf gemacht und dann hat es mich dann voll gepackt und habe gesagt, komm, weißt du was, dann machen wir Motorraum clean und dann ging es richtig los. TÜV sagte ciao, alles vorbei. Und dann sind wir einige Jahre mit dem Fahrzeug auf Messen gefahren, auf dem Trailer natürlich und dann habe ich wieder die Lust verloren an dem Auto. Bis mein Kumpel, der Igor aus Amerika, gesagt, hey, was geht? Ich schicke dir ein Auto aus Amerika nach Deutschland, die Minte. Damit war ich ja vorletztes Jahr auf dem inneren Blumenpflücken. Und dann sagte ich, ja, und dann? Ja, schick mir doch auch was. Ich so, was soll ich dir schicken? Der so, ja, gehen wir SEMA-Show und so. Ich so, was, SEMA-Show? Bist du mich verarschen? Du fragst mich, ob ich ein Auto aus Deutschland nach Amerika schicke und dann damit auf die SEMA-Show gehe. Okay, ich bin dabei. Habe ich gesagt, alles klar, welches nehmen wir? Sagt er, was willst du? Und ich so, komm, wir nehmen das Art Car, weil ich echt dachte, das Ding kommt da drüben an, tot. Und das war das billigste Auto, wo ich sage, okay, wenn da was passiert, ist nicht so schlimm. Aber zum Schluss war alles anders, weil ich habe dann mit meinem Partner überrascht, habe ich gesagt, hey, Art Car, fertig machen, sauber machen, alles vorbereiten. Das Auto geht August, was haben wir jetzt, 23, August 23 müssen wir das Auto an den Hafen bringen. Es geht auf die SEMA-Show, das Auto. Er war sprachlos, ich war sprachlos, egal wie wir es erzählt haben, alle waren sprachlos. Und das Auto war in Las Vegas auf der SEMA-Show und ich war so stolz, mit meinem eigenen Auto dort gestanden zu haben, den Rollout, den Strip. Du kannst dir das nicht vorstellen. Alter, so brutal. Die Bullen stehen daneben ohne Kennzeichen. Fahre ich hier spazieren. Was ist mit Deutschland? We're moving inside, going kind of quick. Happy because this Wow. year, yeah, they got things organized. A lot of times you're waiting all day, so I'm pretty happy about this. Moving pretty quick. We should be in our spot, hopefully. Wie geil das ist, ich krieg schon wieder jetzt Gänsehaut, wie geil es ist, wenn du mit deinem eigenen Auto in Amerika fährst. Ich war einfach baff. Ich hatte nicht mal Zeit, Bilder zu machen. Ich habe fast keine Bilder. Es war einfach das Erlebnis schlechthin. Warum ich auch die letzte Zeit natürlich auch so, so ruhiger geworden bin, kann ich das sagen, weil ich einfach belästigt worden bin. Ganz einfach. Ich habe früher viel mehr gemacht. Ich war früher wirklich auf jede Messe unterwegs. Was heißt früher? Bis vor ein paar Jahren. Und egal, wer mich kennen schon voll viele. Ob es jetzt der Sven Schulze ist oder der Nick von K-Custom, der Matze und. Also ich habe so viele Freunde, wirklich so viele Freunde, aber ich habe mich nie getraut, darüber zu reden.
was für Probleme Menschen mir in Social Media machen. Darüber wollte ich nie reden. Ich habe es immer in mir reingeschluckt und habe gesagt, ja nee, dann morgen ist wieder vorbei oder morgen belästigt mich keiner mehr. Und letztendlich war es nicht so. Ich lebe mit einem Mann und ich bin damit glücklich. Das ist immer noch mein Problem. Nicht von dem, nicht von dem, nicht von dem. Viele denken immer, weiß ich nicht was, dass man hier mit, keine Ahnung, was viele sich dabei denken, egal wie. Aber letztendlich belästigt zu werden, öffentlich, mit stirb doch und du bist eine Fehlgeburt, dich hätte man abtreiben müssen, stirb und keine Ahnung was. Das ist ganz, ganz schlimm heutzutage. Heutzutage kann man, wie hat der Kollege mal gesagt, Internet-Rambos. Ne? Im Internet kann man viel schreiben, im Internet kann man viel machen, aber denkt mal drüber nach, was für Auswirkungen das nachher hat. Man hat das geschrieben, ja, aber der Gegenüber, also ich in dem Moment, denkt mir, was ist denn jetzt das Problem? Habe ich dich irgendwie belästigt? Habe ich irgendwas mit dir gemacht? Nein. Es geht ja nicht nur um diese Leidenschaft Auto, es geht doch um die Person, wo da ist. Also ich und noch viele, viele andere auf der ganzen Welt. Mich interessiert es doch gar nicht, was du daheim in deine vier Wände machst. Punkt. Ich respektiere immer der Gegenüber, ob du jung oder alt bist. Respekt gehört heutzutage dazu, aber es ist verloren gegangen, der Respekt. Das ist meine persönliche Meinung. Aber was mir gar nicht gefällt, ist, wenn man mich bedroht, wenn man meine Eltern bedroht, egal wer. Es werden Freunde belästigt, die schreiben mir dann und das ist mir dann zu viel gewesen. Und genau aus so einem Grund habe ich auch mit vielen Sachen wirklich keine Lust mehr gehabt. Dann muss ich sagen, ja, ich hatte auch hier dann keine Lust mehr, weil man mir so die Energie, man hat mir und das sage ich immer wieder, man hat mir mein Lächeln geraubt. Meine Mutter hat mir das Lachen gegeben. Die Verurteilung, was mir in den letzten Jahren passiert ist einfach daher gekommen, weil ich einfach immer mehr mein Privatleben auch gezeigt habe, dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Und muss man 2025, 2024, gehen wir ein bisschen zurück, muss ich mich da jetzt rechtfertigen? Warum ich jetzt mit einem Mann zusammenlebe? Nein, muss ich nicht. Ob ich jetzt mit einem Mann Hand in Hand auf der öffentlichen Straße laufe, muss ich mich deswegen verurteilen lassen oder muss ich mich rechtfertigen? Nein, muss ich nicht. Und ich bin glücklich, wie ich bin. Für mich ist der einzige schwere Schritt im Leben gewesen, es meinen Eltern zu sagen. Und das ist ganz arg schlimm. Dass du zu deiner Mutter und zu deinem Vater sagst, Mama und Papa, ich lebe mit einem Mann zusammen. Punkt. Mein Gott. Mein Gott. Ich kann gar nicht anfangen. Also ich bin glücklich über alle, wo ich Freunde betiteln darf. Ich kann einfach nur sagen, danke an alle. Einfach nur an alle kann ich Danke sagen, wirklich. Weil ich weiß nicht, wo anfangen, wo aufhören. Mir geht es gut, ich bin gesund. Mein Partner geht's gut und er ist gesund. Meine Familie, Mama und Papa, Papa ist 84, Mama ist 82, wird jetzt nächste Woche 82. Die sind fit, man muss sich drum kümmern, aber mein Bruder, meine Neffen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo aufhören. Ich kann einfach nur sagen, danke an alle. Mehr kann ich gar nicht sagen. Das ist so. Dann sage ich schon mal recht herzlich Dankeschön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Abonniert, liked, kommentiert und habt Spaß mit dem tollen Video. Ich bin gespannt auf die ganzen Kommentare, welches Auto euer Favorit ist und schöne Restwoche.